Liebesromanze. Das wird im Alltag einfach nicht funktionieren. Aber Mama, dann probier's doch aus. Deswegen bist du doch hier geblieben. Ich gehöre zu meiner Familie. Basta. Ich verstehe, dass du Selina, Mathilda, Dulcinea und alle anderen sehr vermisst, ja. Aber wenn du diese Beziehung zu Herrn Flickenschild aufgibst, dann bist du verrückt. Er liebt dich und du liebst ihn. Wer weiß, ob dir je wieder so ein Mann über den Weg läuft. Ah, so alt bin ich nun auch wieder nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob mir das je passiert. Wird es. Und du wirst es genießen können. Du warst schon immer anders. Für mich ist das Leben weit weg von zu Hause einfach nichts. Ja, ganz genau. Und dann rufst du mich an und heulst mich am Telefon voll, weil du Herrn Flickenschild vermisst. Ich werde die Zeit mit ihm noch auskosten, okay? Und jetzt will ich da nicht mehr darüber diskutieren. Sie? Gunther. Bei Eliani. Natürlich helfe ich dir bei der Organisation. Für unseren Tag der offenen Tür. Ich bringe noch ein paar Termine hinter mich und dann sehen wir uns auf dem Gut. Ich freue mich auf den Nachmittag. Bis nachher. Frau Münzberg, welch eine Freude, Sie auch mal im Drei Könige begrüßen zu dürfen. Mit Ihrer Schwester und Ihrer Nichte hätte ich in letzter Zeit des Öfteren das Vergnügen. Vielen Dank, Herr Flickenschild. Wir kommen immer wieder gern. Und Ihre Frau Mutter? Ja, meine Mutter ist leider... Meine Schwester ist verhindert. Deswegen begleite ich meine Nichte zur Wahl der neuen Vorsitzenden der Ancient Listed Hotels. Ist dafür alles vorbereitet? Der Notar ist bestellt, um das Internetvoting der Mitglieder zu überwachen. Wir wollen ja, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Davon überzeuge ich mich gerne selbst. Sie können die Abstimmung gerne in meinem Büro verfolgen. Also Sie natürlich auch. Gerne. Vielen Dank. Für die anschließende Pressekonferenz haben Sie hoffentlich einen angemesseneren Rahmen gewählt. Ich möchte nicht, dass die neue Vorsitzende der Ancient Listed Hotels of the World zwischen Papierkorb und Schreibtisch präsentiert wird. Die Presse erwartet uns in jedem Fall, egal wer die Nachfolge Ihrer Schwester antritt. Falls Sie noch Wünsche haben sollten, ich stehe gerne zu Ihrer Verfügung. Musstest du mir so über den Mund fahren? Dass deine Mutter einen Schwächeanfall hatte und im Krankenhaus liegt, gibt niemandem etwas an. Solange du nicht als ihre Nachfolgerin gewählt worden bist, zeigt Familie Münzberg keine Schwäche. Gracias, Señor Morales. Muchas gracias. You won't regret it. Adios. Die Stimme aus Madrid haben wir auch. Der Inhaber vom Hotel Metropol war ganz angetan von eurem Gespräch. Gute Arbeit. Danke. Damit liegen wir 3 Stimmen vor Flickenschild. Die Ära Münzberg ist noch lange nicht zu Ende. Elisabeth, solche telefonischen Zusicherungen, die sind doch noch lange kein Garant dafür, dass sie mich am Ende wirklich wählen. Ich meine, die Wahl ist anonym. Umso wichtiger ist es, dass wir dranbleiben. Also häng dich ans Telefon. Lissabon ist noch unentschlossen und Nizza. Ja, Moment, ich schreibe noch die SMS zu Ende. Iliane? Ist das die junge Frau, von der mir Konstanze erzählt hat? Ja, wir haben uns angefreundet. Mit einer Reinigungskraft. Ich bitte dich, Isabel. Ihr gehört eine Wäscherei und selbst wenn... Du verschwendest deine Zeit. Bis zur Wahl ist privates Tabu. Oder soll ich dich daran erinnern, wie viel für uns auf dem Spiel steht? Deine Mutter ist im Krankenhaus. Ich musste ihr hoch und heilig versprechen, alles zu tun... Ich melde mich bei Herrn Toulon von unterwegs. Kümmerst du dich um Lissabon? Ja, wenn er zusätzliche Anreize braucht, biete ihm kostenlose Logis in unseren Hotels. Zur Not auch Mitspracherecht im Vereinsvorstand. Isabel? Hey, komm rein. Schön, dich zu sehen. Hey. Ich wusste nicht, ob ich dich stören darf. Das sah so nach Akkordbügeln aus. Ach, Blödsinn. Bist du schon lange zurück? Ich wollte dir eine Nachricht schreiben, aber im Moment jagt ein Termin den nächsten. Wahlkampfwahnsinn um den Vorsitz. Mit oder ohne Intrige? Es wird hart, aber fair. Meine Tante und ich verfolgen morgen zusammen die Wahl. Deine Tante? Ja, also meine Mutter, ja, die kann halt nicht da sein und deshalb begleitet mich meine Tante. Ich bin auch nur zufällig auf dem Weg zu einem Termin hier vorbeigekommen, wollte mal Hallo sagen. Das ist ja wohl das Mindeste und hey, viel Glück für die Wahl. Danke.
Ist noch was? Nee. Hast du Lust, heute Abend mit mir essen zu gehen? Ja, natürlich. Aber ich dachte, du hast keine Zeit. Ja, weil den Termin heute Abend, den kann ich auch am Telefon regeln. Ist egal. Um 7 in der Lobby? Okay. 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 Das war doch Isabel Münzberg. Die hat es aber eilig. Ja, sie hatte keine Zeit. Und dann irgendwie doch. Nicht von der Arbeit an Frau Walter delegieren. Das Thema Abreise ist doch tabu. Mama, du darfst nicht abreisen. Das wäre ein großer Fehler. Bitte, gib euch eine Chance. Du kannst dich auch hier zu Hause fühlen. Ich weiß das. Gunther hat sich mit meinem Entschluss abgefunden. Dann wirst du das auch können. Und jetzt verdirb mir nicht meine letzten Tage hier. Wollen wir, Gunther? Wir dürfen sie nicht gehen lassen. Ich fürchte, meine Möglichkeiten sind ausgereizt. Meine aber noch nicht. Ich mache das schon. Kommst du? Wir brauchen noch 35 Meter Lichterkette. Ja, ich weiß auch schon, wo wir die herkriegen. Tschüss. Dulcinea. Olha. Mamãe está fazendo uma estupidez grandona. Vocês todos devem me ajudar. Sim. Oh, Dulcinea, fique calma e me escute. Hey. Wenn überhaupt jemand Schuld hat, dann wäre das Theo. Er hätte dir einfach sagen müssen, dass Henry ein Problem hat, dass du hier einziehst. Ich hätte es wissen müssen. Henry hat sich von mir getrennt, weil er mich nicht heilen kann. Weil er es nicht aushält, mich mit Theo zu sehen. Dann ziehe ich hier ein und wir tanzen ihm ständig als Paar vor der Nase rum. Es war total egoistisch von mir, Theo um Asyl zu bitten. Aber das ist doch auch selbstverständlich bei dem ganzen Stress, den du gerade zu Hause hast. Wo willst du denn jetzt hin? Bevor Henry im Park schläft, tue ich das. Ach komm, das ist doch totaler Quatsch. Henry ist clever, der findet ein neues Zuhause. Ich bin schuld an dem ganzen Stress. Ich bin auch clever. Du bist vor allem durcheinander. Du bleibst jetzt hier und wir machen einen Mädelsabend, ja? Komm. Ich rufe Frau Kunz an und bitte sie, bis Schichtende zu bleiben. Und dann muss ich noch eine Verabredung absagen. Du hast ein Date? Mit einem Kerl? Das will ich dir nicht vermiesen. Er ist eine Sie und es ist kein Date, sondern einfach nur eine Verabredung zum Essen. Wo wir schon geknutscht haben. Du stehst auf Frauen? Nein, der Kuss, der war ein Unfall. Und was ist jetzt mit unserem Mädelsabend? Den verschieben wir. Für wen hast du dich denn so schick gemacht? Das Gespräch mit Herrn Toulon ist übrigens gut verlaufen. Also, die Stimme aus Nizza haben wir. Ich gehe eine Kleinigkeit essen. Kommst du mit? Nö, ich habe keinen Hunger. Ich weiß ja nicht, was du in deinem Aufzug heute noch vorhast. Gar nichts. Ich gehe früh schlafen. Es wird ein anstrengender Tag morgen. Du musst gut aussehen, wenn die Presse die Wahlsiegerin fotografiert. Ja, wir sehen uns zum Frühstück. Hey, entschuldige bitte die Verspätung. Ist alles in Ordnung? Ja, wollen wir? Ja, aber ich habe im Carlos reserviert. Nee, das geht nicht. Wirklich alles okay? Du warst vorhin schon so komisch. Ja, Wahlkampfstress. Wollen wir? Sicher, dass es nur daran liegt? Bei deinem letzten Besuch, da gab es doch diesen einen Moment zwischen uns. Du weißt, welchen Moment ich meine, oder? Als wir beide